Oh Freunde, heute geht es zu den Thermalbädern. Der Cacciuta heißt es, glaube ich. Ja, wir gehen jetzt zum Busbahnhof und holen uns da Tickets. Und dann geht's los. Ciao. Also bisher eine sehr schöne Stadt. Es gibt sehr viele Grünflächen, Parks und so. Gefällt mir sehr gut hier in Mendoza. Also wir haben uns jetzt am Busbahnhof für 500 Peso Hin- und Rückreise zu den Thermalbädern ein Ticket geholt für Montag. Heute ist Samstag, heute ist alles ausgebucht, morgen ist alles ausgebucht und wir müssen am Montag um 6 Uhr morgens hin. Und um 15.30 Uhr oder so geht es zurück und um 10 machen die erst auf, heißt wir haben 5 Stunden dort und müssen vorher noch 3 Stunden dort warten. Ist ein bisschen ätzend, aber es ist viel günstiger, als wenn ihr das auf der Online-Seite von den Thermalbädern bucht, weil da kann man auch den Transport dazu buchen, da kostet aber der Eintritt dann 2.300 oder wenn ihr mit Picknick, wo ihr ein Sandwich, irgendwie ein Schnitzel-Sandwich mit noch einem Getränk, halben Liter irgendwie für 400 Pesos mehr bekommt, kostet das dann 2.700 plus den Transport und der Transport kostet dann einfach 2.000 und das ist einfach das Vierfache von dem, was du hier halt bezahlst. Deswegen würde ich frühzeitig hier im Terminal dann mir ein Ticket holen, weil es halt so begehrt ist, dass man schon sonst nichts bekommt. Und so wie wir sehr spontan unterwegs sind, mussten wir das jetzt so machen. In Bezug auf die Bodega, auf das Weingut, überlegen wir gerade, wie wir das machen, weil es verschiedene Optionen gibt. Also die beiden Jungs, die haben keinen Bock auf Wein. Ich hätte aber Lust, mal was zu probieren. Es gibt aber auch verschiedene Optionen. Also man kann einfach für, keine Ahnung, 1000 Peso in eine Bodega rein, sich das alles angucken und dann holt man sich einen Wein, wenn man Bock hat und wenn nicht, dann lässt man es. Es gibt aber auch so komplett Verpflegung, also Essen und freien Verzehr für irgendwie 8.500. Da haben die aber nicht so Lust drauf, kann ich verstehen, das ist auch sehr viel. Aber wenn man jetzt den ganzen Tag da chillen kann und 8.500 bezahlt, dann geht es. Das sind so, keine Ahnung, 25, 26 Euro, irgendwie sowas. Und wenn du den ganzen Tag dir da Wein reinpfeifst und was zu essen hast, dann geht das. Ja, und das überlegen wir jetzt. Und heute gehen wir jetzt wandern. Achso, als kleiner Tipp, wir haben das bei Andes Mar gemacht. Es gibt zwei. Hier gibt es einen Eingang. Einmal, wenn ihr reinkommt, auf der rechten Seite, das ist aber nicht. Auf der linken Seite ist nochmal so ein kleineres Fenster und da müsst ihr hingehen. So, ich habe jetzt Geld abgeholt von Western Union, weil ich nicht mehr so viel habe. Wir haben es jetzt mittlerweile fast 1. Wir haben jetzt geplant, wir gehen heute, fahren wir gleich Stunde 20 mit dem Bus zu so einem Aussichtspunkt und wandern da hoch. Und morgen gehen wir zu einer Bodega, essen da, lassen uns gut gehen, trinken ein bisschen Wein, gucken uns da das Weingut an, chillen. Am Montag geht zu den Thermas um 6 Uhr morgens, um 10 macht das Ding auf, chillen da bis das Ding aufmacht. Dann geht's nachmittags zurück, wahrscheinlich regnet es dann sind wir einfach zu Hause. Am Dienstag müssen wir wahrscheinlich um 10 raus und chillen dann wieder den Tag und fliegen dann nachts. Das heißt, wir überbrücken den Tag wahrscheinlich in der Stadt. Und ja, aber jetzt habe ich erstmal wieder gut Cash für eine Zeit. Muss mir da keinen Kopf machen. Und jetzt geht's nach Hause, Sachen ablegen, einfach nur die Sachen mitnehmen, die wir fürs Wandern brauchen. Und dann bis später. Es ist einfach so spontan, Junge. Das ist so bescheuert. Wir gehen jetzt doch nicht zu diesem Aussichtspunkt, weil das übelst weit weg ist und wir nämlich in Cafayate einen Niederländer getroffen haben, der jetzt auch gerade hier in Mendoza ist und mit dem treffen wir uns. Mit dem gehen wir zu einem anderen Aussichtspunkt, der nicht so weit weg ist und danach gucken wir das Spiel Ajax gegen Twente Enschede. Wir chillen jetzt einfach noch ein bisschen
ja, gehen dann halt in eine Bar und machen heute nicht so viel. Morgen zur Bodega, zum Weingut, mal gucken. Wir organisieren gerade noch, wo wir hingehen. Wir rufen gerade bei der einen an, aber da ist bisher niemand reingegangen. Hoffentlich wird das morgen was. Und dann ja, Montag zu der Therme. Ey Junge, das kannst du eigentlich keinem erzählen. Hier 50 Planänderungen innerhalb von 3 Stunden, aber ja, ist halt so, ne? So ist Reisen. Im Internet stand was von 6.000 Pesos für 4 Gänge bei der Bodega und einen Besuch. Haben wir angerufen, kostet 17.000. Alter Schwede. Ja, und jetzt haben wir nur einen Besuch quasi gebucht, dass wir einfach nur uns das Ganze angucken, wenn wir Bock haben, essen oder was und trinken was, aber ciao. Kleines Update, wir sind gar nicht mehr rausgegangen, weil wir so fertig waren und ja, in einer halben Stunde oder in 25 Minuten fängt das Spiel Ajax gegen Twente Enschede an. Ich meinte gerade zu Noah, wäre es eigentlich geil so, wenn wir da in die Bar reinspaziert bekommen mit Twente Enschede Trikots, weil Job nämlich Ajax-Fan ist. Ja, blöd als Ajax gucken. Adonde, loco! Adonde! Adonde, loco! Adonde, loco! Er geht vor, deswegen muss er sagen, wo wir hin müssen. Adonde, loco! Halt dein Maul! Das ist schon ein geiler Zufall. Job trifft hier in der Bar einen anderen Niederländer. Und jetzt haben wir herausgefunden, die kommen aus dem gleichen Dorf. Die spielen haben im gleichen Fußballverein Fußball gespielt. Yeah, one of my better friends. Like I always was in a team. Egal, aber die treffen sich hier in Argentinien, in Mendoza im Like we were Pub. always in the same team. Die wussten ihre gegenseitigen Namen, aber die kannten die Gesichter nicht mehr. I know him very well, and that's one of his best friends. Ein guter Freund von ihm ist sein bester Freund, Junge. 8 minutes. 8 minutes walking. It's like he played for the first one. Like 8 Minuten zu Fuß. Der andere Holländer, der andere Niederländer konnte nur Englisch, mit dem haben wir dann ein bisschen Englisch geredet. Und Noah hat dann schön Englisch und Spanisch vermixt und meinte for exemplo. Nicht por ejemplo, sondern for exemplo. War sehr witzig. Bleiben die Spinner denn, die Kleinen? Die muss man immer warten. Moin Freunde. Noah und ich sind gerade auf dem Weg zum Weingut. Juan ist um kurz nach 7 oder so schon abgehauen. Wir haben es jetzt 10 vor 11. Der macht nämlich eine 12-stündige Bustour. Der fährt an eine Grenze von Chile und so auf so einen hohen Berg. Guckt sich ein paar Naturspektakel an. Aber wir hatten eher Bock zu chillen. Die Nacht war grausam, es war übertrieben warm. Um 7 Uhr ist eine Alarmanlage losgegangen von einem Auto und boah, wir haben wirklich ein schweres Leben. Nee, und jetzt nehmen wir gleich den Bus und dann sind wir gegen 11:45 bei der Bodega, machen da eine kleine Tour. Die zeigen uns, was da abgeht und dann chillen wir da ein bisschen. Dann geht es irgendwann zurück zum Essen und danach gehen wir wandern. So, wir sind jetzt bei der Bodega, beim Weingut. Das heißt Lagarde. Ding ist, macht erst um 12 auf. Wir sind jetzt schon hier, müssen noch eine Viertelstunde, 20 Minuten warten. Ich werde schon die Tour aufnehmen. Ich habe natürlich noch schön 55%. Das heißt, ob alles draufkommt, ist die andere Frage. Aber wir sehen uns. Ich wird erstmal gecheckt, ob wir hier auch überhaupt rein dürfen, ne? Reservierung und so. Und hier kann Noah schön warten, bis ich fertig bin. Ist das nicht schön? Eieiei. Junge. Alter, ist das geil hier. Junge.
wunderschön hier, wenn man sich jetzt noch das Essen leisten könnte, ne? Das wäre schön. Aber 17.000 für 4 Gänge gebe ich hier nicht aus. Mal gucken, wir werden safe irgendwie einen Wein oder so probieren. Die Tour geht jetzt los. Aber also das Weingut wurde 1897 von Portugiesen gegründet und 1960 dann weitergegeben, verkauft. Und ja, alles vom Restaurant geht auf den Kompost, den die dann wieder nutzen für die Weinfelder und so. Es gibt keine Pestizide und die haben noch weitere Weinfelder, nämlich 4 weitere, 2 direkt am Berg. Da sind die Weintrauben, haben eine dickere Schale, weil die sich gegen die Kälte schützen müssen. Aber da kommt halt das Wasser direkt vom Berg. Hier ist so eine Bewässerungsanlage, die nutzen. Aber ja, auf jeden Fall sehr interessant, sehr schick. Also mit der Maschine werden die Trauben von dem Gestöck quasi entfernt. Danach gibt es so eine Kammer, da arbeiten die mit Druck. Da wird quasi die Flüssigkeit von dem Rest, von den Kernen und von der Membran und so getrennt. So, jetzt geht's weiter. Achso, was ich noch vergessen habe zu sagen, die exportieren, glaube ich, 1 Million Liter im Jahr. Die haben es ein bisschen reduziert irgendwie, meinten die. Aber das ist schon geisteskrank viel. Hier sind so Rollen dran, damit die Vermischung von den Samen und der Schale, weil die Schale hauptsächlich den Geschmack ausgibt, weil die Flüssigkeit quasi hauptsächlich Wasser ist, damit sich das vermischt. Und dann gibt es auch noch Champagner, der wird dann 6 Monate so gelagert in dieser Position und danach, und die haben so Bierkorken und danach in der Position 36 Monate. Und dann wird es, glaube ich, 4-mal werden die gedreht irgendwie, damit sich das auch perfekt vermischt. Und danach, wow, gibt es ein Champagne. Also die Tour hat jetzt 40 Minuten gedauert und wir machen gleich so ein kleines Wine-Tasting. 3 Gläser für 4.000. Ist eigentlich okay. Sind so 4 € pro Glas oder so. Aber die haben uns noch nichts abgerechnet für die Tour. Und eigentlich kostet die 1.500. Mal gucken, vielleicht schreiben wir das am Ende auf Rechnung, aber wir hätten auch schon längst gehen können. Also theoretisch, ja, mal gucken. Wir bezahlen natürlich. Noah überlegt, so einen Flaschenöffner von hier für seinen Vater mitzunehmen, weil sein Papa halt so einfach gern Wein trinkt und so. Aber zum Beispiel mein Papa, der kann mit kleinen Sachen nicht so viel anfangen. Und deswegen ist es immer schwierig, ein Geschenk zu finden. Aber deswegen werde ich es nicht mitnehmen, weil meine Bierflasche auch so aufbekommt mit einem anderen Bier. Und er nicht wirklich Bier trinkt, nicht so viel. Und wenn du eine Weinflasche kaufst, die ist halt nach einem Mal trinken weg so. Und du hast 1 Kilo zusätzliches Gewicht in deinem Koffer, und wenn das Ding in die Luft fliegt, klar, du packst es ein, aber wenn das Ding explodiert, weil die am Flughafen wieder die Taschen da rumschmeißen, dann kannst du eigentlich vergessen. Am Ende hast du dir noch ein Trikot geholt, so, was du teuer bezahlt hast, was danach mit Wein voll ist. So. Ciao! Ich könnte mit meinem Outfit auch einfach in die Küche reingehen. Ich arbeite hier nämlich. Die haben alle nämlich so beige Kleider an. Auch mal free was aus der Küche abholen lassen. Wir machen jetzt so eine Weinverkostung. Und der Wein ist super, aber
Wir haben quasi nur einmal probieren bestellt, so. Weil Noah trinkt eigentlich keinen Wein. Und dann habe ich halt gefragt, kommt es mit Wasser? Ja, safe. Mit Gas, ohne Gas? Ohne. Und dann, oh ja, ich bringe euch noch was so zum Snacken. Noah meint gerade so, wir sehen so arm aus. Die schenken uns jetzt die ganzen Reste von gestern, die übergeblieben sind. Weil wir uns nichts zu essen bestellt haben und so. Jetzt kriegen wir trotzdem was. Nee, also eigentlich ist es auch normal, dass man was dazu bekommt, so, aber ja, es war so, ja. Die armen Jungs. Und das Olivenöl ist tatsächlich auch hier von der Bodega. Kann man auch nur hier kaufen. Schmeckt super mit Brot. Also gerade, wir sind nicht arm. Wir sind einfach nur geil zu essen. Aber nein, ist schon teuer. Also da stand Empanada 2900 Peso. Das sind so 8 Euro, wenn das wirklich nur eine Empanada ist. Also da erwarte ich dann eine Calzone, ne? Deswegen, also eine kleine Empanada ist, Junge, kannst du vergessen. Das ist der Berenjena. Er probiert gerade das lilafarbene Brot. Es raro cuando lo sigue. Okay. Para mí. Sagt, schmeckt komisch. Mhm. No hay nada que ver. Das ist so ein Walnussbrot mit Olivenöl, schmeckt auf jeden Fall ein bisschen anders. Aber lecker. Ich bin angeschwipst. Con agua. Con agua. Dann warte. Ich meinte gerade, dass ich nicht weiß, wie man das ausdrückt im Spanischen, dass man nur so dass der Alkohol nur so ein bisschen knallt. Also, dass man angeschwipst ist halt. Und keine Ahnung, solo pega un poquito. Vamos, papo. ¿Cómo te llamas? Maluma me dice. Buenos Aires 24/7 Montevideo, ya sabe. Maluma me dice. Maluma me dice, papo. Fabián soy yo. Falta la gorra así. Y el shot no, hay que hacer como de pie, ¿sabes? Con la pierna así como. Maluma, papo. 24/7. Montevideo, ya sabés. Vamos a hacer un par de entrevistas express porque estoy al pedo. ¿Cómo andás, che? ¿Cómo te va? Bueno, todo bien, acá andamos en Buenos Aires. 24/7 con el Maluma, ya sabés, va para ahí. Estamos en vivo. ¿Cómo te llamás? Maluma me dice, Fabián soy yo. Maluma, papo. 24/7. Montevideo, ya sabés. Estamos en vivo. Qué negro de... Está loco, ¿cómo que negro? Vamos a hacer un par de entrevistas express. Está loco, ¿cómo que no de mierda? Maluma me dice, Fabián soy yo. Ya sabes, Montevideo, Buenos Aires 24/7. Ya está. Jetzt das gestern reingezogen und kannst schon auswendig. Das ist eigentlich so eine Atzen-Energy. Unsere Freundesgruppe. Wir nehmen auch jedes Meme komplett auseinander. Das ist eigentlich so eine Energy. Sehr geil. Fabián soy yo. Ya sabes. Ya estamos vivos. Está loco, ¿cómo que no de mierda? Also mein erster war ein Vino Blanco, ein Weißwein. Viognier heißt der, glaube ich, irgendwie so. Und jetzt habe ich einen organischen Rosé und der gefällt mir sogar super. Normalerweise mag ich gar keinen Rosé so richtig, aber der lecker. Und als letztes kommt ein Rotwein, was mir eigentlich nicht schmeckt. Aber wir probieren hier alles und hoffentlich ist ja auch ein bisschen milder. Gerade kam so eine Kellnerin zu uns an und hat so gefragt, eine Frage, so ganz random. Heißt einer von euch Sebastian? Nee, sind wir nicht und so, nee, bla bla. Alles klar, danke, weil hier ist eine Reservierung und so, aber die sind nicht da.
Dann ist sie gegangen, dann ist so, Junge, du hättest mal sagen sollen, Maluma me dicen, Fabian soy yo. Ja, wir sind schon so in dem Film und wir kommen da nicht mehr raus. Das wird jetzt 2-3 Wochen einfach in unserem Kopf komplett drin bleiben. Fabian soy yo. Moin Freunde. Mein Freund. Ja, jetzt sind wir beim Vino Tinto angelangt. Und ich mag ja eigentlich Rotwein nicht. Ich mag so diese sauren Weine, mag ich nicht so gern. Aber auch nicht super trocken. Aber das ist so eher mild. Das gefällt mir sehr gut. Und der ist so ganz leicht einfach. Der besteht aus 4 verschiedenen Trauben. Hat es uns erklärt. Ich hab gerade gefragt, ob es ihr gefällt, hier zu arbeiten. Sie meinte, ja, gefällt ihr sehr gut. Sie arbeitet seit 3 Monaten hier. Sie macht so um 12 fängt sie an, dann macht sie diese Führung durchs Weingut und dann arbeitet sie, weiß ich, insgesamt heute 6 Stunden, sonst mehr. Aber es ist sehr lebendig. Also man interagiert super viel mit Menschen, läuft hier die ganze Zeit rum. Zum Glück ist hier überall Schatten, weil man das sonst nicht aushalten würde, glaube ich. Aber es ist ein sehr entspannter Arbeitsplatz auch. Und ja, sie lernt noch viel dazu, meinte sie. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr nette. Jetzt trinke ich hier noch mein Vino aus. Wir haben gegessen, getrunken und dann werden wir mal schauen. Ich glaube, wir fahren dann zum Aussichtspunkt erstmal nach Hause. Sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Also die Bodega Lagarde, könnt ihr sehr gerne herkommen. Super nettes Personal. Super schön hier. Das Einzige, was ein bisschen gestört hat, war die Wartezeit jedes Mal. Aber zwischen den 3 verschiedenen Weinen. Aber man chillt hier sehr gut. Man kann hier gut auf den Sofas sitzen. Deswegen ist das nicht so schlimm. Wir haben uns gut unterhalten. Und ja, wir sind glücklich. Wir haben es jetzt 4. Wir uns haben da hinten, haben uns die ganze Zeit, oder was heißt die ganze Zeit, haben uns zweimal so Typen angeguckt. Und dann sind die rübergekommen, haben uns so angelabert. Der eine war Deutsch, der andere war Amerikaner. Und das war ein Ehepaar. Und ja, der Amerikaner hat uns angelabert. Und dann haben wir irgendwie, keine Ahnung, 2 Stunden oder so mit denen gequatscht. Die haben in Abu Dhabi gelebt, 5 Jahre oder 5,5. Sind jetzt 4 Jahre verheiratet und kennen sich auch von da und so. Und reisen jetzt hier, weil der Amerikaner mal 4 Jahre hier in Mendoza gelebt hat mit seiner Familie und ja, einfach die schon gefühlt überall auf der Welt waren. Und ja, wir haben uns gut unterhalten, ein paar kulturelle Infos ausgetauscht. War sehr witzig, war sehr cool. Einfach dieser Sprachenmix schon wieder so. 2 Deutsche, die können Deutsch reden. Dann können alle Englisch reden. Dann können alle außer der andere Deutsche können Spanisch reden. Dann können 3 Deutsch reden, weil sein Mann so ein bisschen was konnte. Französisch können nur die beiden reden. Arabisch kann aber keiner. Aber dann haben die auch so ein bisschen erzählt so von so arabischen Hochzeiten und so, dass alle getrennt feiern, also Männer und Frauen. Und er nicht wusste, was er tragen soll, weil er diese traditionelle Tracht nicht anziehen wollte, aber sich einen weißen oder Off-White, also einen beigen Anzug quasi hat schneidern lassen oder sich besorgt hat, weil es ihm zu unangenehm war. Und ja, ist einfach super cool, weil die ganz andere kulturelle Eindrücke haben, die wir als Deutschen gar nicht so kennen. Wir scheren alles über einen Kamm so und es ist dann immer ganz cool, mal wirklich einen Eindruck von denen zu bekommen, die da mehrere Jahre gelebt haben und die das wirklich, die Kultur wirklich mehr kennen als wir. Und ja, war sehr angenehm, hat mich sehr gefreut und die sind in 5-6 Tagen in Buenos Aires, vielleicht treffen wir uns da mit denen. Und ja, war sehr, sehr cool, hat mich sehr gefreut. Und jetzt verziehen wir uns gleich, nehmen den Bus, fahren zur Wohnung und dann fahren wir entweder noch hoch zum Hügel, zum Berg, gucken uns die Aussicht an oder wir machen einen entspannten, mal gucken. Die 3 Vinos haben auf jeden Fall sehr lange gedauert, 4 Stunden lang, aber ja, war sehr, sehr cool. Was auch sehr witzig war, weil es so ein Gemisch war und wir schon zu dritt quasi einen Sitzen hatten. Wir haben einfach immer die Sprachen
von einem auf einen anderen Moment gewechselt und manchmal habe ich auch einfach, wenn mich was auf Englisch gefragt wurde, habe ich auf Spanisch geantwortet, andersrum genauso. Und Deutsch habe ich kaum gesprochen, nur wenn er mich direkt auf Deutsch angesprochen hat, aber es ist einfach, manchmal kommt es einfach schneller im Spanischen raus, weil du tagtäglich im Spanischen drin bist, sondern ja, es ist einfach cool. Es ist einfach schön mittlerweile an so einem Punkt zu sein, wo man dann die eine Sprache, die man versucht zu lernen, dann auch präferiert und wo es dann einfach schneller rauskommt. Gerade auch schon wieder Amerikaner, die sich getroffen haben und sich freuen, dass sie in Argentinien einen Landsmann treffen oder generell einfach Leute, die die Sprache sprechen. Das ist einfach, erfüllt mich einfach mit Freude. Ich feiere es einfach sehr. Und dieser interkulturelle Austausch ist immer einfach was ganz Besonderes. Ich lieb's. Auch mit den Mädels, mit denen wir auf der Tour waren und so, haben wir auch gelabert. Die beiden Männer haben uns auch erzählt, dass die mit denen auch gequatscht hatten und die auch meinten, dass unser Spanisch sehr gut ist und so. Ja, einfach sehr cooler Umgang hier, sehr entspannt, sehr schön. Also im Endeffekt 7.700 bezahlt, das sind 23 Tacken oder so für die Tour und für die Kostprobe plus Brot und Wasser. Geht klar. Also klar, für argentinische Verhältnisse teuer, für uns geht's, aber es war einfach nur sehr schön. Wir haben uns gerade noch mit den Frauen an der Theke unterhalten und haben noch ein bisschen gequatscht, so was wir machen und so und woher die kommen und so. Und die eine hat mich auch gefragt, wie man die deutschen Weine ausspricht, Spätlese und Gewürztraminer, weil sie auch meinte, ja, sie hat mal sie hatte mal deutsche Kunden und meinte sie, ey, tut mir voll leid, wie ich es ausspreche, dass ich das hier gerade so auseinandernehme. Und habe ich ihr jetzt beigebracht und ja, jetzt weiß sie, wie man es ausspricht. Und jetzt kann sie ihren Kunden noch bessere Arbeit liefern. Nee, die waren super lieb, super cool drauf und ist immer sehr schön. Einfach sehr schön. Und jetzt nehmen wir einen Bus zurück. Hoffentlich müssen wir jetzt nicht noch 25 Minuten warten. Nach Plan, nach Google Maps sagt er, wir müssen noch mega lange warten, aber hoffentlich verspätet sich einer oder einer kommt zu früh oder keine Ahnung. Hauptsache wir kommen nach Hause. Arne hat sich gewünscht, dass ich diesen Witz mache. Ich war heute auf dem Weingut. Da war der Weingut. Muss das? Ich spiele mit deinen Gefühlen, wie sonst keiner tut. Ich verspreche dir eine Big Tasty Bacon Triple und 20er Nuggets und dann hat der McDonald's zu. So spiele ich mit deinen Gefühlen. Der Kleine muss gleich weinen. Der Kleine ist am Ende, ist fick und fertig. Der Typ macht so Meter, Junge, der juckt gar nichts. Der will sehen, ob der McDonald's offen hat. Und wenn der nicht offen hat, dann wird er aufgemacht. Also ich habe noch kein Land erfahren, wo Google Maps einfach mehr Scheiße labert als hier in Argentinien. Die sagen, Läden haben offen. Nö. Öffnungszeiten. Nö. Läden gibt es nicht. Aber McDonald's hat doch offen. Und der Kleine ist glücklich. Da sehe ich ihn doch schon. Komm jetzt, ich hab Hunger. So einen Blick schmeißt er mir hier zu. Aber ich bin der Sugar Daddy, ich bezahle. Ich kann mich hier zurücklehnen, ich kann hier entspannt reinmarschieren. Abo. Der Kleine rastet gleich aus, wenn er nichts zu essen bekommt. Aber kann ich auch verstehen. Ich glaube, das ist gestern waren wir hier, aber jetzt hat nichts anderes geöffnet. Es ist mein zweites Mal McDonald's in Argentinien, aber sonst halte ich mich davon eigentlich fern. Aber jetzt weiß ich, es geht eigentlich klar. Ich sag mal so. Hier geht heute keiner mehr raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt einen netten Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Shorty, ja, du hast mich outplayed. So high, frag, wann komm ich wieder down, ey? Ja, bist du mein Kopf auf meinem Phone, ey? Caught up in my feelings, ich komm nicht mehr raus, ey.